Dopeness. Dopeness. Fire. My name sound like nails on a chalkboard. Hit you harder than the darts on a dartboard. Damn it, man, I'm creepy like Candyman in a pair of hammer pants with a hammer in his hand. Say what you want, say what you wish, but say my name and it sound like you breaking a dish. Say my name in a whisper like you making a wish. You said my name in the crowd like you afraid I exist. Servus Leute und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Mountainbike News. Heute haben wir für euch das neue Ibis HD6. Präsentiert wurde das Fahrrad bereits im Juni 2023 und einige von euch haben es wahrscheinlich schon auf dem Radar gehabt, weil beispielsweise Raffaela Richter ist schon vorher in einem schicken Prototypendesign in der EDR, also in der Enduro World Championship gefahren ist. Wir haben es für euch getestet auf den Home Trails, im Bikepark. Wir sind gerade hier in Berfelden, haben noch ein paar Testlaps gemacht, ein paar Eindrücke gesammelt. Alles Weitere erfahrt ihr in diesem Video. Was gibt es zu sagen zum neuen Ibis? Das neue Ibis HD6 unterscheidet sich rein optisch schon mal ziemlich stark von seinen Vorgängern, egal ob es das HD5 ist oder das Ripmau oder alle anderen Modelle. Denn die alte oder vielleicht auch altbackene organische Rahmenform ist Geschichte. Eingefleischte Fans hat das wahrscheinlich enttäuscht. Leute wie mich hat es eher überzeugt, weil mich holt das Design völlig ab. Gerade Linien, modernes Design, mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Aber kommen wir zu den technischen Details. Für ein Ibis haben wir ziemlich viel Federweg, das heißt 180 mm an der Front, 165 am Heck. So viel gab es noch nie bei Ibis. Im Endeffekt stellt das Fahrrad ein Enduro Racebike dar. Die Enduro Racer aus dem ehemaligen Ibis Racing Team haben Input gegeben, um dieses Fahrrad auf die Beine zu stellen. Es sollte die perfekte Racemaschine werden. Dazu gibt es ein Mallet-Setup. Zur Info, Mallet only. Also man kann nicht auf 29 umbauen. Das heißt, man ist in dem Mallet-Setup im Endeffekt gefangen, was okay ist, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Gehen wir erstmal auf die Geometrie des Bikes ein. Für Ibis gab es oder für das Ibis HD6 gab es eine zusätzliche Rahmengröße und das ist S5 oder sagen wir XXL. Das XXL-Bike ist extrem groß. Wir reden da von 541er Reach. Das ist wahrscheinlich für Leute noch mal größer als ich, also vielleicht jenseits der 2 Meter gedacht. Ich persönlich fahre das S4 oder XL. Das hat 508 Reach, hat einen relativ flachen Stack, roundabout 638 mm, was auch dazu führte, dass ich mir hier meinen eigenen Lenker montiert hatte und auch einen eigenen Vorbau, einfach um ein bisschen höher zu kommen, was ich für meiner Größe einfach lieber habe. Ein wichtiges Detail auch bei der Geometrie sind die Kettenstreben. Die Kettenstreben messen 435 mm über alle Größen, also von S1 bis S5. Was grundsätzlich okay ist, aber bei aktuellen modernen Bikes meist nicht der Fall ist. Das heißt, normalerweise haben viele Hersteller daraus gelernt und lassen die Kettenstreben mitwachsen, sodass jeder Fahrer oder jede Fahrerin, egal welche Körpergröße sie hat oder er hat, einfach das gleiche Fahrgefühl erleben. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit einem XL-Rahmen mit 508er Reach eine 435er Kettenstrebe fahre, dann ist das natürlich ein komplett anderes Fahrgefühl, als wenn das jemand mit der Rahmengröße M macht, der irgendwo bei 460 Reach liegt. Grundsätzlich bin ich damit klargekommen, man gewöhnt sich daran, aber wenn man das vergleicht mit anderen Rädern, wo längere Kettenstreben verbaut sind und man wechselt auf kurze Kettenstreben wie das Ibis, ist es sehr direkt spürbar. Das heißt, man drückt den Anlieger und das Heck will ziemlich schnell ausbrechen. Man gewöhnt sich über die Zeit daran und es ist auch soweit in Ordnung. Es fühlt sich sehr agil an und sehr snippy, aber es ist eine Sache, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte, weil so kurze Kettenstreben mit einem langen Frontend ist nicht für jedermann. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich erwähnen wollte, ist der Sitzwinkel. Der beträgt bei dem XL-Fahrrad 77 Grad, was tendenziell ziemlich steil ist. Interessant dabei zu wissen, der Sitzwinkel wächst mit den Größen mit. Das bedeutet, man hat in der kleinsten Größe roundabout 76 Grad Sitzwinkel und in der größten Größe, in XXL, hat man 77,5. Was total smart ist, weil desto größer man ist, desto mehr Hub hat man, desto mehr Auszug fährt man und das bedeutet, desto flacher so ein Sitzwinkel ist, desto weiter nach hinten rutscht der Sattel und desto weiter sitzt man über dem Hinterrad und das will man eigentlich vermeiden im Uphill.
Getestet haben wir die XT-Ausstattungsversion des Ibis HD6. Sie kostet roundabout 9.000 € und hat dafür Fox Factory Fahrwerk, das heißt eine 38er, ein X2 Dämpfer, Ibis Laufräder aus dem eigenen Haus, XT Schaltwerk, XT Kurbel. In diesem Fall für das Testbike hier haben wir eine XTR Bremse, also ein kleines Upgrade. Auch die Reifenwahl ist ziemlich cool. Wir haben vorne Max Grip Reifen von Maxxis in Exo Plus Karkasse. Hinten haben wir Double Down mit Max Terra, also das passt schon mal ziemlich gut. Man muss Reifen eigentlich nicht tauschen. Eine Bike Yoke Sattelstütze und ich habe meinen eigenen Sattel hier montiert, weil ich dann doch lieber sehr bequem sitzen möchte. Des Weiteren haben wir hier am Rahmen, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, hier unten ist ein Tool Mount, das heißt, ihr könnt hier Werkzeug, einen Reifen, whatever befestigen. Dazu gibt es natürlich einen Flaschenhalter, der ziemlich tief sitzt, also ihr braucht so einen kurzen Flaschenhalter, der nicht so weit nach unten baut. Grundsätzlich sind im aktuellen HD6 auch wieder Gleitbuchsen verbaut, hier im unteren Lower Link statt Lager. Ibis ist einfach überzeugt von diesem Konzept, dass sie haltbarer sind und einfach länger halten als das klassische beispielsweise Rillenkugellager. Im Gegensatz zu vielen aktuellen Modellen von vielen Herstellern verbaut Ibis hier keinen Kofferraum im Unterrohr. Also darauf muss man verzichten, was für mich grundsätzlich okay ist, aber wäre natürlich auch nice to have. Natürlich ist auch das obligatorische UDH-Schaltwerk verbaut, so könnt ihr unter anderem auch die Transmission montieren. Ja, was soll ich sagen? Das Gesamtpaket für knapp 9.000 € ist solide, aber ich würde sagen, es haut mich jetzt auch nicht völlig vom Hocker. Aber grundsätzlich sind die Parts alle sehr hochwertig und man kann sich nicht beschweren. Der Preis ist natürlich, das Preisschild ist natürlich relativ hoch gehängt, aber das kennt man so von Ibis. So, wie hat sich das Fahrrad denn gefahren? Also grundsätzlich im Uphill super gut. Also ich muss sagen, für ein Fahrrad mit 180 mm an der Front, 165 am Heck, einem 64er Lenkwinkel und eigentlich abfahrtsorientierte Auslegung tritt sich dieses Fahrrad erstaunlich gut. Also ich würde fast behaupten, dass es eins der sich am besten tretenden Enduro-Bikes ist, die ich in den letzten Monaten gefahren bin. In der Abfahrt überzeugt das Bike auf jeden Fall mit seiner Agilität. Die kurzen Kettenstreben, das Mallet-Setup führen dazu, dass man super schnell um enge Kurven gehen kann, dass man das Fahrrad super gut positionieren kann auf dem Trail. Es ist poppig, man kann abziehen an jeder Kante, wo man möchte. Grundsätzlich ein sehr ausgewogenes Fahrgefühl. Bis auf die Tatsache, wenn es mal richtig schnell und ruppig wird und man vielleicht mit ein bisschen zu viel Speed in eine Kurve prescht und etwas zu viel Druck in die Pedalen gibt, bricht das Hinterrad schon gerne und etwas schneller aus, als ich es eigentlich gewohnt bin. Das liegt natürlich auch an den kurzen Kettenstreben und dem Mallet-Setup. Ibis ist bei der neuesten Generation seines Enduro-Bikes weiterhin bei dem DW-Link-Konzept geblieben. Ich muss sagen, ich bin auch ziemlich überzeugt von diesem Konzept. Es funktioniert eigentlich in jedem Bereich erstaunlich gut. Eine Besonderheit für mich war es, dass ich die Compression am Dämpfer fast vollständig schließen muss. Das kenne ich so eigentlich selten von anderen Rädern. Hier ist es aber auch das Konzept des Rades. Das heißt, der Dämpfer-Tune ist von Haus aus sehr leicht. Das heißt, es wird sehr wenig Kompression genutzt im Base-Tune und dafür muss ich mit meinem Gewicht von circa roundabout 100 Kilo da schon ziemlich viel Compression rein drehen, um einfach ein sattes Fahrgefühl zu bekommen. Das aber wiederum ist auch so benannt in dem Tuning Guide, den es von Ibis gibt, der sehr, sehr ausführlich ist. Den würde ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr dieses Fahrrad besitzen solltet, dass ihr da mal reinschaut und euch da am Setup orientiert, weil die Baseline dieses Setups, das ihr da bekommt, ist sehr, sehr gut. Um ein Fazit zu ziehen für das HD6, es ist auf jeden Fall ein Alleskönner. Also dafür, dass es 180 mm Federweg hat, dafür, dass es ein ziemlicher Enduro-Bolide ist in seiner Erscheinung, fährt es sich super agil, super leicht. Also man kann damit auch normale und leichtere Trails fahren und dabei Spaß haben. Es ist vielseitig einsetzbar dadurch. Es ist leicht, wir reden von unter 16 Kilo Gesamtgewicht in dieser Größe mit dieser Ausstattung. Also für wen ist dieses Fahrrad? Ich sehe dieses Fahrrad bei jedem, der eine Allzweckwaffe sucht. Das heißt, ein Fahrrad, mit dem er Trails fährt, mit dem er pedalieren geht, mit dem aber auch im Bikepark shredden geht, weil dafür ist dieses Fahrrad definitiv auch geeignet. Also von mir gibt es dafür Daumen hoch. Das Fahrrad gönnt sich keinerlei Schwächen. Das Einzige, was ich schon mehrfach bemerkt hatte, ist eben die kurze Kettenstrebe zusammen mit dem Mallet-Setup. Das ist halt für mich mit einem langen Oberrohr
etwas grenzwertig, aber ich habe mich auf jeden Fall über die Fahrzeit, über den Testzeitraum daran gewöhnt und es hat mir dann auch Spaß gemacht. Das ist das Einzige, was man im Hinterkopf behalten muss. Es ist sehr agil, ansonsten gebe ich dem Fahrrad definitiv Daumen hoch. Mehr Informationen zum Ibis HD6 findet ihr natürlich in unserem Artikel auf mountainbikenews.de. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und freut euch auf kommenden Content. Bis dahin.